und wir stellen uns auf und er guckt nur nach rechts und er guckt mich an, er sagt, Junge, ist das geil. Ich meine, am Ende sollte es bei uns das Ziel sein, auch wieder in unserem eigenen Stadion, finde ich, auch hohe Siege zu feiern. Du willst das unbedingt nochmal haben, weil es war, also Finale zu spielen war schon geil. Wenn ich kleine Turnierform hatte und er war in meiner Mannschaft, bin ich gerannt wie so ein Fasan. Oder? Karim Adeyemi läuft auf einmal 39 km/h und 37 km/h, also all solche Dinge. Und ich mache einen Fallrückzieher, weißt du, was ich meine? Erwarte nichts und bist auch nicht enttäuscht. Jule, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hast du eigentlich eine Ahnung, zum wievielten Mal du jetzt schon hier bist? Das müsste das 4. Mal sein. Ja, ne? Weil Und letztes Jahr haben wir ausgesetzt. Genau. Ja. Ist denn noch alles so, wie es war? Ist was noch besser geworden hier? Wie siehst du diesen ganzen Laden hier, dieses Dorf? Es ist tatsächlich alles so wie immer. Aber schön wie immer, ne? Ja, es ist, also wir haben jetzt, tatsächlich habe ich mit vielen Leuten in den letzten Tagen so ein bisschen diskutiert über Trainingslager und verglichen zu Brake jetzt als Beispiel, aber nö, es ist schon, ist natürlich klar, es ist eine ganz andere Natur hier nochmal. Du hast natürlich auch nochmal mehr den Fokus auf Fußball, als wenn du jetzt in Dortmund bist, das muss man einfach so sagen. Ja. Und ja, trotzdem also eine Woche reicht mir dann auch, muss ich dann sagen. Aber nicht, weil es dann nicht schön ist, sondern weil ich dann auch gerne wieder nach Hause komme. Ja. Wir reden gleich noch weiter über das Trainingslager und natürlich über die Saison, die jetzt losgeht. Wir wollen am Anfang aber einmal kurz so ein bisschen auch zurückblicken. Wie war eigentlich dein Sommer? Ja, untypisch lang. Es waren ja jetzt 5,5 Wochen, würde ich fast sagen. Ruhig tatsächlich auch. Klar, ich meine, wenn du jetzt dann das Champions League-Finale hattest, dann sind das so Geschichten, wo du auch erstmal so ein bisschen, ja, wieder versuchst zu flüchten, wieder ein bisschen Zeit für dich brauchst. Trotzdem waren die Wochen aber super entspannt, waren ja auch teilweise ereignisreich, weil natürlich die EM nebenbei noch lief und dennoch hat Spaß gemacht. Ich war mit meinem Bruder und meinen Jungs, war ich 2 Wochen in Spanien, sonst viel in Deutschland. War alles easy. Hast du viele EM geguckt, wo du es gerade ansprichst, oder ist es nebenbei mal so gelaufen? Nö, also ja, nebenbei, meine Jungs haben natürlich sehr, sehr viel geguckt, aber bei mir ist das natürlich auch ein bisschen anders. Ich muss es jetzt nicht forcieren, Fußball zu schauen, weil jeden Tag handelt sich mein Leben lang nur um Fußball. Ich rede nur meistens über Fußball oder werde darauf angesprochen und ich habe aber trotzdem viele Spiele tatsächlich ja gesehen. Also logisch auch viele Deutschlandspiele, aber jetzt nicht, dass ich aktiv gesagt habe, boah, jetzt spielt, weiß ich nicht, Italien gegen irgendwen und dann gucke ich es mir mal an, sondern das hat halt entweder gepasst oder nicht. Würdest du rückblickend sagen, dass irgendwie die mutigen Mannschaften, ich nenne jetzt mal Deutschland und Österreich exemplarisch, gar nicht für ihren attraktiven Fußball belohnt worden sind und dann so England, Frankreich, die jetzt gar nicht so geglänzt haben, dann doch so weit gekommen sind? Ja, also am Ende finde ich, hat schon eine mutige Mannschaft das Turnier ja auch gewonnen. Und ich finde auch, ich meine, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, das jetzt zu beurteilen, wenn du nicht fast alles gesehen hast. Aber es war schon im Viertelfinale dann ein Finale, fand ich, zwischen Deutschland und Spanien. Das muss man schon so sagen. Das war, finde ich, schon Fußball auf hohem Niveau, wo man gesehen hat, dass es sehr, sehr eng beieinander liegt. Und wo Spanien dann einfach ein Stück weit die Nase dann vorne hatte in den letzten 2 Minuten der Nachspielzeit. Ich war mir sicher, dass der Gewinner des Spiels eigentlich das Ding auch zieht. Aber trotzdem muss man ja auch einfach sagen, es ist trotzdem eine Qualität, auch wenn jeder hat ja immer draufgehauen und England und Frankreich, ja okay, aber irgendwas machen sie ja richtig, dass sie so weit kommen. So, Frankreich über Jahre jetzt und England jetzt ja auch in der zweiten EM 2-mal im Finale, richtig? Ja, korrekt. 2-mal verloren, ja. Ja, also Stichwort Finale. Unser letztes Pflichtspiel bislang war auch ein Finale. Schlotti hat hier vor ein paar Tagen erzählt, dass er so ein bisschen gebraucht hat, danach jetzt, um dieses Spiel so zu verarbeiten, weil ihn das schon noch beschäftigt hat. Wie war das bei dir? Hat der Urlaub quasi gut getan, um komplett auf andere Gedanken zu kommen, oder hast du doch auch noch ein paar Mal dran denken müssen, an diesen Abend in London? Ja, also es ist ein bisschen, es ist nicht gleich wie das Jahr zuvor. Das Jahr zuvor war
war noch ja, wie soll ich sagen, es ist sehr schwer zu erklären. Es waren zwei ganz, ganz verschiedene Spiele. Es macht zum einen, hat es extrem bitter gemacht natürlich, weil die Chance einfach zum Greifen nahe war. War es zwar in beiden Situationen, aber vom Spielverlauf auch her war es einfach unterschiedlich. Mainz damals war ein kompletter Chaos und gegen Real war es ja eigentlich so, dass wir ja, mit 1-2-0 in Führung gehen müssen, sogar in der ersten Halbzeit. Und ja, es ist zum einen, es ist natürlich die Geschichte, wie sie lief, hat dich stolz gemacht, Teil von Borussia Dortmund zu sein. Zum anderen natürlich war es die Bilder im Nachhinein noch zu sehen, wie man dann mit einer Silbermedaille da steht oder was man diesen Pott nicht holt. Natürlich tat das weh. So, also ich habe mich am meisten darüber gefreut, einfach den Menschen das dann in Dortmund zu präsentieren. Ich hatte das nie, dass wir jetzt am Borsigplatz fahren oder sonst was, weil den einzigen Titel halt in der Corona-Zeit geholt haben. Aber ich weiß nicht, bei mir war es dieses Jahr, also damals in der Bundesliga war es echt krass, echt schmerzhaft. Und dieses Jahr war es auch, aber dieses Jahr war es nochmal, du warst direkt wieder motiviert irgendwie. Also du willst das unbedingt nochmal haben, weil also Finale zu spielen war schon geil. Also es ist was man nicht vergessen wird. Also ich habe das Spiel oben im Fanblock mit den Brooklyn Borussen geguckt, mit unseren Fans aus Amerika. Grüße gehen übrigens raus an die ganz tolle Truppe. Und auch da habe ich gemerkt, die haben das total unterschiedlich verpackt. Manche haben geweint und andere haben 5 Minuten nach dem Abpfiff gesagt, ey, wir kommen wieder. War so eine geile Reise, wir sind dankbar für die Reise, wir kommen wieder. Aber weil du gesagt hast, Borsigplatz, neuen Anlauf, machen wir jetzt, neue Saison. Kommen wir mal zu diesem Trainingslager, zum Hier und Jetzt. Es ist ja, schon gut Bewegung drin, gerade bei Borussia Dortmund. Neues Trainerteam, Waldemar Anton ist da, Serhou Guirassy, Pascal Groß, Jan Kuto jetzt auch. Es gibt aber auch ein paar namhafte Abgänge. Inwiefern sind wir gerade im Prozess von einer Neufindung, vielleicht sogar einer Neuerfindung, oder ist das übertrieben, das zu sagen? Wir erfinden uns auf jeden Fall neu, weil einfach sich dafür zu viele Positionen einfach verändert haben. Ne? Also gerade auf einer Position, wo einfach auch jeder seine andere Idee hat. Ich glaube, wenn Nuri jetzt unser neuer Cheftrainer ist, dann bringt er ein neues Trainerteam mit, dann kamen auch 1, 2 andere Gesichter noch dazu, dann haben wir neue Spieler gehen. Das ist dann nicht mehr das, was letztes Jahr war, sondern es wird wieder was Neues passieren. Das ist ganz normal, das ist passiert im Fußball so. Und das heißt ja automatisch jetzt nichts Schlimmes, sondern das kann auch in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Ich glaube, dass wir das Trainingslager hier momentan extrem gut nutzen. Ich bin jetzt schon seit 3 Wochen dabei. Ich habe natürlich jetzt noch ein paar mehr Erkenntnisse gehabt. Asia-Tour, viele Trainingseinheiten in Brakel. Ich finde, es macht sehr viel Spaß. Es ist aber auch sehr herausfordernd, muss man auch einfach ganz klar so sagen. Nuri hat einen sehr, sehr hohen Standard, den er setzt. Eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, den viele Spieler erstmal gerecht werden müssen oder den wir allgemein gerecht werden müssen. Und trotzdem ist das so ein bisschen, ja, setzen wir für uns selber jetzt teilweise eine Benchmark, die es dann gilt, in der Bundesliga zu erreichen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das schaffen, dass wir auf gute Spiele zusteuern. Die Einheiten sind ja auch schon sehr intensiv, ne? Also wenn ich jetzt gerade, du sprichst es an, auch die Asienreise nochmal bedenke, natürlich waren es da auch die Umstände, die Luftfeuchtigkeit, die nicht ohne war. Aber das sieht man schon jetzt auf dem Platz, auch hier in Bad Ragaz, da in den Einheiten, da ist schon richtig Feuer drin, wenn Nuri euch über den Platz scheucht. Es ist sehr lautstark. Wir werden natürlich aber auch gefordert. Ich glaube, muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben 2 Veterane jetzt verloren. Sag mal, so Veteranen stimmt, ne? Ja. Bevor ich hier irgendeine Scheiße laber. Die natürlich auch eine gewisse Präsenz einfach haben im Verein, aber auch auf dem Platz. Und da wachsen jetzt gerade neue Spieler rein. Das heißt, wir hören jetzt teilweise auch andere Stimmen auf dem Platz, was auch diese Veränderung ist, von der wir gerade gesprochen haben. Und trotz alledem, ja, jeder ist gefordert und jeder weiß natürlich auch, was beim Trainerwechsel normal ist, um seine Chance. Ja, vielleicht kann ich jetzt wieder näher an die Mannschaft, vielleicht bin ich jetzt hier der neue Stammspieler, ich kann es mir erarbeiten. Ich glaube, dass jeder die gleiche Chance hat hier und das erklärt auch so ein bisschen den Zug gerade im Training. Fakt ist, ich habe das
letztes Mal, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber am Anfang ist es ja immer so ein bisschen so, wie wenn man frisch verliebt ist. So. Das ist noch so, da ist noch alles so, wir tun alles füreinander und irgendwann werden aber schwere Entscheidungen getroffen. So, und für uns ist es natürlich jetzt einfach wichtig, dass dieses Level aber gehalten wird. So, wir haben jetzt dann ein Spiel in Hamburg gegen Lübeck, wir haben das Spiel zu Hause gegen Frankfurt. Dann kommen die ersten Entscheidungen, dann werden wir konfrontiert damit, dann gibt es Gesichter, die wahrscheinlich sich in der ersten Elf sehen, ein paar, die es nicht tun. Und dann ist es einfach die Aufgabe, dass alle weiterhin mitziehen. Und wenn also da endet jetzt so ein bisschen der Kreis, wenn wir das schaffen, dann halten wir die Standards einfach hoch. Und ich glaube, dass das dann uns gut tun wird, die Benchmark sozusagen zu erreichen, aber auch zu halten. Es ist eine der neuen Sachen, also zumindest was mir aufgefallen ist, Nuri lässt Abläufe auch rigoros unterbrechen, wenn ihm die Qualität nicht gefällt. Also stopp, nochmal von vorne. Worauf legt er deiner Meinung nach besonders Wert? Ja, das sind Details, also es ist eigentlich alles. Also es gibt halt, die Dinge, die du auf dem Platz machst, die müssen halt Sinn ergeben. So, wir streben danach, Lösungen zu finden, einfache Lösungen zu finden, aber auch Lösungen zu finden, die Sinn ergeben. Das heißt, wenn ich dich anspiele, dann muss der Pass scharf kommen. Wir sind nicht zufrieden damit, einfach nur, dass der Ball ankommt, sondern es geht darum, den richtigen Fuß anzuspielen. Es geht darum, eine Passschärfe zu entwickeln. Es geht auch, weil ich glaube, in solchen Kleinigkeiten, das ist für ihn, glaube ich, ein großer Aspekt, siehst du, ob ich gewillt bin, einen gewissen Zug in unser Spiel reinzubekommen oder ob ich einfach so ein bisschen, ich spiele den halt mal rüber. Und du hilfst ja deinen Teamkameraden damit auch. Also so weniger Zeit vergeht, wo der Ball unterwegs ist, desto mehr Zeit hat natürlich der Mitspieler wieder, um Lösungen zu finden. Weil wir werden dieses Jahr auch gegen Mannschaften gerade wie Leverkusen, wir haben es letztes Jahr gemerkt, Stuttgart, Gegner haben, die uns natürlich auch pressen werden, sowohl auswärts als auch bei uns im Stadion. So, und du musst einfach anfangen, dich mit sowas auseinanderzusetzen, Lösungen zu finden. Und ich meine, am Ende sollte es bei uns das Ziel sein, auch wieder in unserem eigenen Stadion, finde ich, auch hohe Siege zu feiern. Also das ist so ein bisschen das, was ich letztes Jahr vermisst habe. Ja, wir haben Spiele auch gehabt, wo wir 1-0 gewonnen haben, aber daran erinnere ich mich noch, als wir hierher kamen, 2019, da gab es ein Spiel, lass mich lügen jetzt, weil ich weiß das Ergebnis nicht mehr, aber da haben wir, glaube ich, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, meine ich. Da haben wir 5-0 gewonnen. So, und ich finde, dass das unser Sondertrikots oder? So, und das ist so ein bisschen auch der Anspruch, den wir haben sollten. Jetzt, es gibt Mannschaften, die werden sich dagegen wehren. Aber wenn wir mit so vielen Borussen bei uns im Stadion und vor allem mit der Unterstützung der Fans dann da spielen, dann finde ich, sollte das unser Ziel sein. Ob wir es dann schaffen, ist eine andere Geschichte, aber es sollte unser Ziel sein. Ja, man merkt ja schon die Begeisterung, mit der du jetzt gerade sprichst, von dem neuen Spirit, der da ist. Wir sehen das ja nur von außen, unsere Fans sehen das auch nur von außen. Merkt man das auf dem Platz als Spieler halt auch, dass da jetzt schon im Training die ersten Einheiten jetzt, wo alle wieder zusammen sind, nachdem die Nationalspieler auch wieder zurück sind, dass da auch auf dem Platz so diese Begeisterung schon da ist? So dass dieser Bockfaktor in der Truppe schon drin ist? Ja, ich sehe vor dem Training oft Bockfaktor und nach dem Training müde Körper. Aber natürlich, also ich glaube, dass bei denen, die da sind, dass natürlich jetzt angezogen wird, dass eine andere Schärfe drin ist. Bei vielen, die jetzt neu gekommen sind, da sehe ich natürlich die glänzenden Augen, die Bock haben einfach jetzt aufs Stadion, auf die Spiele zu Hause. Es war immer, auch für mich damals, immer beschissen in Dortmund zu spielen. Und das muss es auch nach wie vor wieder werden, dass einfach Mannschaften keine Lust haben, zu uns zu kommen ins Stadion oder es einfach schwer haben. Weil, wir sprechen ja immer über einen Tempel, das haben wir letztes Jahr in der Champions League gezeigt. Ich glaube, für Atletico war das nicht so schön, bei uns zu spielen. Und das ist ja so ein bisschen der Anspruch, den wir dann haben. Für die Jungs glaube ich, dass Nuri entfacht schon viele Feuer. Ja. Da ist ja auch ein komplett neues Co-Trainer-Team drumherum jetzt eben um Nuri, wo du gerade von dem Faktor gesprochen hast. Was ist denn eigentlich mit diesem Piszczek-Faktor? Ist der Piszczek eigentlich noch Co-Trainer oder ist der eigentlich immer noch so ein bisschen Spieler, wenn man den manchmal auf dem Platz da noch herfliegen sieht? Also Piszczek hat jetzt zuletzt ein Trainingsspiel mitgemacht, 5 gegen 5, da hat er die meisten Tore geschossen. Also der Kollege ist noch fit. Und Piszczek ist auch tatsächlich, also ich habe mich sehr gefreut, dass er zurückkam, weil Piszczek ist einer derjenigen, die ich wirklich, also
gab selten Spieler, vor denen ich so hohen Respekt hatte wie vor ihm. Weil Piszczek der war gerade auch, ich hatte auch eine Phase, wo es nicht so geil lief. So meine zweite Saison war eigentlich eine Katastrophe. Und du konntest dich halt gerade auf Spielern wie ihn halt extrem verlassen. So, er war immer für dich da. Wir haben teilweise war ich pumpen jeden Tag nur mit dem und wir haben viel miteinander gesprochen und er hat halt keinen Unterschied darin gemacht, ob du jetzt jemand bist, der jetzt gerade der Main Guy ist, der hier Tore und Vorlagen macht oder halt der Mannschaft extrem hilft oder ob du jetzt gerade jemand bist, der so ein bisschen abseits ist, der viel natürlich auch auf der Bank sitzt. Für ihn ging es einfach nur darum, dass du alles gibst und wenn ich kleine Turnierform hatte und er war in meiner Mannschaft, da bin ich gerannt wie so ein Fasan. Oder? Da habe ich alles gegeben. Oder war noch mehr, als ich es schon versucht habe im Training. Und ich finde, er tut uns gut. Ich habe das gesehen, teilweise simuliert das gesamte Trainerteam, Nuri, alle seine Co-Trainer, auch noch ein Analyst, den Gegnerdruck. Also ihr habt da teilweise 5, 6 Trainer auf dem Platz, die euch im Nacken sitzen. Wie ist das, wenn wenn sich jetzt so ein Nuri Schein oder ein Lukas Piszczek im Training dir im Nacken sitzt? Ja, aber es tut uns halt gut, weil am Ende muss man ja auch sagen, Nuri ist auch nur ein Mensch. Und Nuri kann sich auch nicht jetzt um 30 Leute gleichzeitig kümmern. Er braucht natürlich auch Unterstützung. Außerdem ist er auch noch jung, also muss man ja auch einfach dazu sagen. Ich glaube, dass ihm das gut tut, halt, wenn einfach dann Unterstützung da ist, wenn er gerade irgendwie ein Thema mit Spieler XY hat und Piszczek sieht aber was anderes und ist da drauf, Fis ist da, Eto'o ist da, Joao ist da, dann diese Aufteilung passt doch sehr gut. Sie sind sehr harmonisch untereinander, sie sprechen dieselbe Sprache, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Also Fußballsprache und das macht schon Spaß. Und wie gesagt, also nicht nur Piszczek ist fit, der Eto'o ist wahnsinnig fit. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Ja. Ist noch einer da, muss ich auch ehrlich sagen, da musste ich erst den Teammanager fragen, wer da ist. Alex Clapham, Trainer für Standards, Set Pieces. Ja. Offensiv war der BVB in der letzten Saison, was Standards angeht, fand ich echt solide. Defensiv habt ihr aber einige Gegentore nach Standards kassiert. Also ich kann mir jetzt vorstellen, der übt jetzt mit euch nicht nur, wie man eine Ecke schlägt. Nö. Ich habe gesehen, Einwürfe zum Beispiel auch. Dreht ihr gerade an jeder Stellschraube oder wie kann ich als Außenstehender, wie würdest du mir das erklären, warum so ein Set-Pieces-Trainer Sinn macht? Ja, also Standards sind ja im Grunde genommen Szenen, wo das Spiel gerade zum Stehen kommt. Das sind allerlei Situationen. Es kann Abstoß sein, es kann Einwurf sein, es kann Freistoß sein. Das kann eine Ecke sein, das kann eine Spielunterbrechung sein von dem Schiedsrichter, man kennt das ja, wo man dann so den Ball fallen lässt und dann geht es halt weiter. Und wir haben, muss man sagen, wir haben letztes Jahr bei gewissen Themen Probleme gehabt. Das eine war, dass wir oft, wenn ein gegnerischer Einwurf war, dass wir uns zu langsam sortiert haben. Einwurf ist eine Pressing-Situation. Wenn du einen Einwurf hast, dann steht der Gegner und du kannst ihn eigentlich zustellen und so schnell wie möglich den Ball gewinnen. Es ist sehr, sehr schwer, auch für uns auch, wenn uns ein Gegner zustellt. Gegen uns war es aber letztes Jahr tatsächlich sehr einfach, jemanden anzuwerfen, der lässt klatschen, der verlagert die Seite und du rennst 100 Meter als Team. Genauso das Thema, ich meine, wir haben eben über die Champions League geredet, wie ist das 1-0 am Ende entstanden? Das ist eine Ecke passiert. Und wir müssen darin besser werden, gegnerische Standards zu verteidigen. Ecken, Freistöße fand ich sogar, also seitliche Freistöße fand ich sogar noch ganz okay, aber Ecken waren ein Thema, ja, wir haben zu viele Ecken kassiert oder beziehungsweise auch, haben wir in der Videoanalyse halt gesehen, bei vielen Ecken ist der Gegner vor uns an den Ball gekommen. So, und das darf halt, also wir müssen unsere Box einfach mit allem, was wir haben, verteidigen und da ist einfach, glaube ich, schon Gold wert. Wir haben jetzt noch nicht so viel gemacht, wir haben jetzt angefangen, das kommt jetzt peu à peu und ich glaube, das kann uns nur gut tun. Wir haben ja einen Standardspezialisten hier auch sitzen, Christoph, also von daher schauen wir mal, was Jule nach einem halben Jahr sagt. Ob die Freistöße dann künftig noch schöner fliegen als bei dem einen oder anderen Heimspiel zuletzt. Ja, nur die Ecken muss ich manchmal noch höher ansetzen. Alles klar. Da komme ich manchmal nicht unterm Ball, weißt du? Also du siehst ja, hier sind sehr viele Beobachter da, die ziehen auch alle schon fleißig Schlüsse. Wir sehen Lösen aus hohem Pressing, wir sehen ganz viele, du hast es angesprochen, Passhärte, Passgenauigkeit, Laufwege. Die Fans wollen natürlich am liebsten jetzt schon wissen, gerne auch von dir,
Was dürfen sie denn erwarten in der kommenden Saison? Was für ein BVB-Fußball wird das? Welchen Fußball kann und soll diese Mannschaft spielen? Ich finde, erwarten ist immer schwierig. Ja. Das ist jetzt, ich hoffe, dass jetzt die Fans mir das nicht. Ich weiß, was du sagen willst. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, erwarte nichts und wirst auch nicht enttäuscht. In dem Sinne ist das jetzt nicht der Fall, aber ich glaube, was wir von uns erwarten können, ist, dass ich möchte nicht mehr, dass wir wie letzte Saison uns darüber unterhalten, dass wir keinen attraktiven Fußball spielen. So, ich finde, das ist am Ende nicht das, wofür wir stehen. Ich habe natürlich auch den Verein vor meiner Zeit hier beobachtet und wir alle kennen so ein bisschen diesen Vollgas-Fußball, den es natürlich unter Jürgen Klopp gab, aber ich fand auch, dass es sehr, sehr ansehnlichen Fußball damals unter Thomas Tuchel zum Beispiel gab. Auch, wenn mir das viele nicht glauben, aber auch unter Peter Bosz zum Beispiel. Okay. So, und dementsprechend finde ich, ist das so ein bisschen die Basis, zu der man wieder zurückkehren sollte. Natürlich wird nicht alles perfekt laufen, weil es ist ein neuer Trainer. Es sind Abstimmungen, die am Ende passen müssen. Man muss ihm auch ein Stück weit Zeit geben, aber wir wissen, dass wir funktionieren müssen ab Tag 1, also eigentlich schon seit gestern. Okay. Und ich erwarte von uns, dass wir die Leute einfach wieder begeistern, gerade zu Hause. Dass wir auch die mitreisenden Fans auf Auswärtsspielen wieder begeistern. Nicht, dass sie das Gefühl haben, gucken wir mal heute, was wird. Nein, also unser Ziel sollte es sein, ich würde sagen, 32 von 34 Spielen der Bundesliga Favorit zu sein. So, das ist mein Anspruch, den ich an mich habe. Sehen vielleicht manche Experten anders, aber das ist das, was, glaube ich, für uns als Borussia Dortmund gut tut und da arbeiten wir hin. Ja, finde ich gut. Alles andere würde ich auf mich zukommen lassen. Ja, dann lass doch mal bei dich vielleicht direkt sprechen. Also nach Erwartungen frage ich jetzt nicht, aber was sind Ambitionen? Du hast es gerade schon gesagt, du hast einen Anspruch an dich. Du hast ja auch eine neue Rückennummer, die bei unseren Fans ja auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Das hat man ja auch gemerkt, dass das gefühlt nochmal... Gott sei Dank. Ne? Hättest du mit was anderem gerechnet? Nö, aber Gott sei Dank. Ich meine, es ist ja besser so als anders. Ja. Aber man hat ja schon gemerkt, so in Anführungsstrichen nur die neue Rückennummer hat ja fast schon mal einen halben neuen Jule Brandt nochmal so in unseren Fankreisen wirkt. Jetzt bist du ja auch einer, der schon, wie du es gesagt hast, die ersten 3 Wochen der Vorbereitung komplett dabei war. Siehst du es für dich ein Stück weit auch als Vorteil von Tag 1 an dabei gewesen zu sein? Oder wie würdest du... Ja, es ist was Neues. Also fitnesstechnisch muss ich sagen, bin ich schon, glaube ich, noch ein Stück weiter als jetzt viele, die nachkamen. Natürlich hat mir das gut getan. Ich habe jetzt natürlich auch nochmal gemerkt, in Asien, es war ultra anstrengend, einfach weil ich die ganzen Umstände, die Wetterumstände jetzt nicht gewohnt war, oder wir alle das nicht jetzt gewohnt war, aber als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, dann war 30 Grad, dann war es für mich einfacher zu trainieren. Das war ganz komisch. Also das war wie in so einem Höhentrainingslager oder was? Und auf einmal läuft's. Dementsprechend, also Muskelkater habe ich schon seit 1,5 Wochen nicht mehr. Okay. Aber ich finde Vorbereitungen halt immer lang. Und ich würde schon gern, dass es dann schneller wieder losgeht. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wir haben es ja jetzt auch nicht mehr lange. Eben, ist ja schon bald geht es ja schon wieder los. Eine Sache, die ich hier gesehen habe, jetzt komme ich leider doch wieder so ein kleines bisschen zum Thema Erwartung. Du hast auch schon Gespräche mit Fans geführt. Mal so, ne? Nur beim Selfie eben schnell, aber auch manche, wo du mehr Zeit hattest und so ein bisschen wahrscheinlich auch schon eine Idee davon hast, was haben die für Hoffnungen mitgegeben? Also was spiegeln dir Fans, BVB-Fans im Moment? Ja, also ich hatte bislang, jetzt was jetzt in der Vorbereitung angeht, hatte ich eigentlich tatsächlich nur sehr, sehr, sehr positiven Kontakt zu Fans. Sowohl in Asien natürlich, klar, war nochmal was ganz Neues, muss man einfach so sagen. Ja. Aber auch hier, also ich habe das jetzt so, wie es jetzt heute der Fall war, zum Beispiel im Training, wie viele da waren, hatte ich jetzt so zum Beispiel in Bad Ragaz noch gar nicht erlebt. Ja, wir aber auch nicht, ehrlich gesagt. Das waren sehr, sehr viele und ich finde, das ist einfach, ich finde das krass, weil du ja schon merkst, dass einfach die Menschen Lust haben oder wieder Lust haben, uns zu sehen, was Gutes ist, und sich wahrscheinlich auch wieder darauf freuen, dass die Saison wieder losgeht und alles drum und dran. Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt eine kurze Unterhaltung hatte, eigentlich nur positive Sachen gehört. Natürlich auch viele Wünsche
von Fans, was sie sich für die Saison wünschen, Ja. was ich gut fand. Und dementsprechend, ich bin eh schon motiviert, aber klar, wenn du solche Sachen hörst, dann hast du natürlich noch mehr Lust, dass es losgeht. Anderes Thema. Ich bin tatsächlich oft froh nach dem Spiel, egal wie es gelaufen ist, wenn du sagst, alles klar, komm in der Mixzone, ich stelle mich hier hin und ich beantworte eure Fragen, weil ich schon das Gefühl habe, dass du zu diesen Leuten gehörst, die Fußball beschreiben können, ohne in Floskeln zu verfallen. Das ist echt, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Ich denke, so viele Floskeln momentan, oder was? nein, aber es ist einfach, ich sag mal so, Menschen streiten sich ja darüber, ob Fußball einfach oder extrem schwer zu erklären ist. Guck mal, warum funktioniert es in irgendeiner Mannschaft, die fast überhaupt keine Abgänge hat, in Jahr 1 super und in Jahr 2 überhaupt nicht mehr? Oder mitten in der Saison, als wenn so ein Stecker gezogen wird, wo alle Experten sich stundenlang in Talkrunden darüber unterhalten, wieso das jetzt der Fall ist. Also weiß ich gar nicht, ob Fußball so einfach zu erklären ist. Ich finde aber deine Ansätze immer spannend zu hören. Deshalb stelle ich dir jetzt eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach ist. Wie kriegt Borussia Dortmund mehr Konstanz in eine Bundesliga-Saison, die jetzt wieder startet? Im Einsatz kannst du das natürlich nicht erklären, also musst du ein bisschen ausholen. Aber ich glaube, dass was ganz wichtig ist, grundsätzlich erstmal ist es in deinem Spiel ein Gerüst zu haben. Also ein Gerüst zu haben, wie spielen wir Fußball und woran halte ich mich fest, wenn es bei mir persönlich mal scheiße läuft. Ich habe schlecht geschlafen, ich habe einen blöden Tag, ich mache nur Fehlpässe. So, dann gibt es Dinge, an die ich mich festhalten kann, wo ich sagen muss, okay, das sind unsere Abläufe, die wir ja auch tagtäglich trainieren, an die mich der Trainer misst, ohne dass ich was Besonderes auf dem Platz mache, als Beispiel. So, wir haben über Passschärfe geredet, wir haben über Positionierung im Spiel geredet, wir haben über gewisse Laufwege geredet, dass du Laufwege machst, wo du dich selbst mal opferst, um einen anderen Spieler frei. Das sind alles so Sachen, das ist nichts Besonderes, da wird keiner im Stadion aufstehen und sagen, was ein geiler Lauf. Der kriegt zwar den Ball nicht, aber es ist ein geiler Lauf. So, und trotz alledem tust du erstmal wieder was der Mannschaft hilft, in einem Spiel konstanter zu werden, weil diese Abläufe, die helfen dir ja. Und die klappen auch. Also das ist der Nuri, der sitzt ja jetzt nicht in seinem Zimmer und denkt sich irgendeinen Murks aus, sondern das macht ja Sinn. Das haben andere Mannschaften auch schon so gut hinbekommen. Letztendlich, klar, eine gewisse Konstanz entwickelt sich letzten Endes durch Siege. Das heißt natürlich, um plump gesagt, es ist auch wichtig, Tore zu schießen vorne und hinten wenig Tore zu kassieren. Das heißt, du kannst mit der Defensive und mit der Offensive natürlich auch eine gewisse Konstanz herstellen. Das Wichtigste findet aber tatsächlich dann statt, wenn es kälter wird. Also ich glaube, den Start in die Bundesliga haben wir in den letzten Jahren immer ganz gut hinbekommen. So, also sagen wir das erste Spiel, dann ging es immer so ein bisschen, ne? Mal ging es mal nach Bochum oder so, das war dann immer Ich glaube, im Kopf findet dann der letzte Schlüssel zur Konstanz statt, dass du es schaffst, habe ich eben schon gesagt, die Standards, egal ob du gegen Bayern, Real, in Bochum, in Augsburg oder zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielst, alles drumherum, Basics, Standards, Einstellungen, dich zu opfern, das alles dafür tust, weil der Erfolg wird dann automatisch kommen. Natürlich wirst du Widerstand haben, da musst du dich natürlich gegen wehren. Ja. Und es wird auch mal vielleicht Phasen geben, wo du 10 Minuten nicht diese genannten Sachen machst, so ist Chaos im Spiel, da kommen lange Bälle, bist du gar nicht gewohnt, da musst du halt viel in der Luft machen. Es gibt alle möglichen Spielverläufe, du wirst auch mal Pech haben, du wirst auch mal ein Spiel verlieren, das ist alles normal, das ist Fußball. Aber dann wirst du Konstanz haben, dann wird natürlich auch das Drumherum ein bisschen ruhiger, nicht so wie es dann letztes Jahr war. Und du kriegst ein Selbstverständnis, das ist am Ende das Endprodukt von allem. Also du kriegst ein Selbstverständnis, funktionieren Dinge, dann kann Jamie Bino Gittens 5 Leute austanzen und schießt den Ball in den Winkel. Karim Adeyemi läuft auf einmal 39 km/h und 37 km/h, also all solche Dinge. Und ich mache einen Fallrückzieher, weißt du was? Und solche Sachen, das ist dann am Ende das. Und sobald du da bist, und das ist das am Ende, was auch Leverkusen hatte, harte Arbeit, was vielleicht viele dann nicht mehr so gesehen haben, weil sie nur das schöne Spiel gesehen haben, aber harte Arbeit und das Selbstverständnis und auf einmal bist du in einem Strudel, wo du auch, also dann denkst du dir auch selber, wer soll jetzt noch kommen und uns schlagen? So, Stuttgart hatte das auch.
So, und da haben sie einfach dann, dahin sind sie gekommen und dann musst du dich arbeiten. So, und dann reden wir über Konstanz. Das Leverkusen, Ich habe es jetzt mehr, es braucht jetzt ein bisschen länger als ein Satz. Ne? ja. Wenn es so einfach wäre, unter einem Satz zu erklären, dann hätten wir wahrscheinlich auch schon häufiger einen Schlüssel für gewisse Dann haben wir 18 konstante Bundesligamannschaften. Konstanzprobleme gefunden. Ja, aber du hast gerade Leverkusen angesprochen, da habe ich mir gedacht, ist das wieder die Mannschaft, die es am Ende auch in der neuen Saison zu schlagen gilt? Ja, ich glaube, Leverkusen wird dieses Jahr wieder ein Favorit sein auf die obere, also auf die ersten 3 Plätze. Kommt natürlich auch ein bisschen auf uns an, kommt auch auf die Bayern an, muss man ja auch einfach sagen. Die Bayern haben auch, glaube ich, nicht das gespielt letztes Jahr, was die sich vorgestellt haben. Also da sprechen dann schon am Ende auch noch manche Mannschaften mit. Bin gespannt auf Stuttgart, was sie machen. Einfach nur mal so Interesse halber. Aber ich glaube, dass sie dieses Selbstverständnis von letzter Saison es schaffen werden, auch in die neue Saison zu nehmen, Leverkusen. Ich habe die Transferperiode jetzt gar nicht so krass mitbekommen. Also richtig viele Abgänge sind mir jetzt nicht bekannt. 1, 2 neue sind dazugekommen, soweit ich weiß. Und ja, das ist eine gute Truppe. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Truppe. Und trotzdem haben wir selber gemerkt, letzte Saison, wie eng es aber trotzdem war. Also wir haben ein Scheißspiel gemacht in Leverkusen, muss man ja so sagen. Und trotzdem waren wir sehr, sehr kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Oder zumindest unentschieden. Wir haben unentschieden gespielt, zu gewinnen. Das Rückspiel genau dasselbe. Also da waren wir noch näher dran. War auch nicht unser bestes Spiel, muss man auch dazu sagen. Aber da merkt man, wie eng solche Dinge auch beieinander liegen können. Kommen wir von der Bundesliga zur Champions League. Hast du den neuen Champions League-Modus schon für dich so durchblickt? Ein paar strugglen da ja noch mit. Ich hab ihn verstanden jetzt in den letzten Tagen, ja. Bisschen mehr Spiele. Es gibt Leute, die freuen sich drauf, weil die sagen, ey, Champions League, das sind die Abende, da kannst du nicht genug von kriegen. Wie siehst du das? Ambivalent? Wie ist das bei dir? Wird ja überall mehr. Ja? Wird ja, also die WM 2026 wird auch mehr. Ja. Also ich weiß nicht, ob die... Ich Club WM nächstes Jahr. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ein paar Jungs unterhalten aus den Ultragruppierungen. Und die kamen genau mit derselben Frage und hatten uns das gefragt. Natürlich, also es gibt ja 2 Aspekte. Das eine ist, es wird natürlich körperlich mehr. Für mich, das Endergebnis daraus wird, dass auf Dauer, wenn das so bleibt oder noch mehr wird, werden wir in ein paar Jahren größere Kader haben. Also dann werden wir die klassischen 20er, 22, 23er Kader werden wir nicht haben, dann werden wir 30er Kader haben und vielleicht 8 Wechsel, keine Ahnung, was die sich dann ausdenken. Der arme Nobby, ne? Ja. Und das Zweite ist ja einfach, dass ich auch nicht weiß, ob das einfach auch am Ende zu viel Konsum für die Fans ist, dass du einfach dann satt bist, also dass du dann vielleicht auch keinen Bock mehr hast, viele Spiele zu sehen. Dass du, ja, für die Topspiele kann ich mich immer wieder begeistern und irgendwie läuft das dann so nebenbei, aber richtig hinschauen tut man dann auch nicht mehr. Weiß ich nicht, muss man beobachten. Viele finden die das auch voll geil. Also ich kann das jetzt gerade schwer greifen, aber also wenn man jetzt so mit manchen Leuten spricht, ist ihnen das ja jetzt schon ein bisschen viel alles. Ne? Und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Irgendwann, wenn die 35er-Kader, dann bin ich nicht mehr aktiv. Also von daher, das ist dann nicht mehr mein Problem. Aber es ist viel, ja, es ist sehr viel. Wir müssen bei dem 35er-Kader auch die Umkleide in Dortmund deutlich erweitern. Das dürfte eng werden, ja. Und die Sitzbänke und vielleicht spielen wir auch auf einem größeren Platz und spielen dann 15 gegen 15. Wer weiß das schon. Die haben ja immer großartige Ideen. Weil du gerade schon ein Gespräch mit der aktiven Fanszene erwähnt hast. Ich glaube schon, du hast gesagt, letzte Saison ambivalent, trotzdem ist euch was gelungen, wahrscheinlich auch durch diese Reise bis ins Champions-League-Finale, dass Fans und Mannschaft enger zusammengerückt sind. Also habe ich definitiv das Gefühl. Also der Support im Stadion, es gab wirklich Momente in der letzten Saison, die sind, da erzählen wir uns noch in ein paar Jahren von. Ist das so ein Pflänzchen, das in dieser Saison noch weiter wachsen kann oder weiter wachsen muss, dieser Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft? Also vorab muss ich erstmal sagen, das, was wir im Champions-League-Finale ja gesehen haben, was die Dortmunder Kurve da gemacht hat, ist ja das einzigartig. Ja. Also ich stand jetzt nicht in vielen Champions-League-Finals,
Aber natürlich gucke ich mir sowas auch gerne mal an und ich sehe wenig Clubs, wenige Fans von Vereinen, die sowas abreißen, wie wir es gesehen haben. Ich glaube, dass die weiße Kurve auf der anderen Seite, ich glaube, da waren viele Handys oben. Ja, absolut. Ich glaube, die haben viel gefilmt. Und das muss ich erstmal sagen, das war Wahnsinn, auch wie viele Leute vor Ort waren, die vermutlich auch kein Ticket hatten. Das war schon krass und das haben wir schon auch bemerkt und da war die ganze Mannschaft extrem stolz drauf. Ich kann dir sagen, auch in der U-Bahn wurde viel gefilmt von Madrid-Fans, hüpfende Leute in der U-Bahn. Ja, ich bin eingelaufen, ich meine, das weiß ich jetzt nicht genau, ich war neben Mats. Und wir stellen uns auf und er guckt nur nach rechts und er guckt mich an, er sagt, Junge, ist das geil. So, und er war ja auch 2013 schon mal da und sicherlich war das auch geil. Aber wenn du einen 35-jährigen Routinier, der schon vieles in seinem Leben gesehen hat, so nochmal hinkriegst, dann hast du was Außerordentliches gemacht. So. Und das muss man einfach hoch anerkennen. Jetzt habe ich vergessen, was hast du mich jetzt gefragt? Die Bindung, Mannschaft und Fans. Das ist das die Pflanze von das Pflänzchen. Ja. Meinst du, ihr könnt noch ein bisschen das Wurzelwerk noch ein bisschen stärken? Ich glaube, es geht immer besser. So, es geht immer noch besser. Ich glaube, dass das ist bei uns bei Borussia Dortmund schon was Besonderes ist. Ich habe viele Scheißspiele erlebt bei uns oder die wir gespielt haben auf dem Platz, wo die Fans und sicherlich sauer auf uns waren, aber die Reaktion eine andere war, was dafür spricht, dass wir, glaube ich, schon ein gutes Verhältnis einfach haben und trotz alledem, klar, mit jedem Erfolg, mit jeden Feierlichkeiten, die wir zusammen erleben nach dem Spiel, wächst das noch weiter zusammen und da bin ich mir sicher, dass das da Potenzial ist nächste Saison. Ich habe mir dein allererstes Interview gestern angeguckt, was du mal gegeben hast, als du zu Borussia Dortmund gewechselt hast. Dieses Ding mit Zorg und wir haben Brand und so. Das war eine Schnapsidee. Da hast du gesagt, du sprichst viel von deinem Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung in Dortmund. Jetzt sitzen wir hier, 5 Jahre später. Wie hat sich denn der Mensch und der Fußballer weiterentwickelt? Also nur mal so jetzt am Rande. Also das mit Zorki würde ich jederzeit wieder machen. Okay. Nur nicht in der Ausführung, dass ich da ein Glas trinken muss. Und den Satz würde ich wahrscheinlich nicht nochmal sagen. Ja. Zu meiner persönlichen, ich bin älter geworden jetzt in den letzten, das ist meine 6. Saison. Ich habe mich natürlich verändert. Ich bin gekommen mit 23 Jahren. Ich habe sicherlich auch viele Fehler gemacht in den Jahren, in denen ich hier war. Mir wurde auch vieles nachgesagt, was auch sicherlich stimmte. So, und was ich mir versucht habe zu Herzen zu nehmen, was ich versucht habe zu ändern. Ich bin gereift, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch charakterlich. Mein Spiel hat sich sicherlich auch ein Stück weit nochmal verändert. Und das kommt einfach mit den Jahren. Ich glaube, dass ich jetzt gerade in einer manche nennen es Blüte seiner Karriere sozusagen, weil es einfach ein gutes Alter ist. Ich glaube, dass ich jetzt mit dem Alter und dadurch, dass ich jetzt sehr lange schon im Verein bin, dieses Jahr nochmal einen Schritt einfach in Sachen Verantwortung machen muss. Das sicherlich, was mir auch helfen wird, was Nuri auch von mir erwartet, was er mir ganz klar so kommuniziert hat. Und dann bin ich einfach gespannt, also es sind so ganz viele Puzzleteile, wo wir jetzt natürlich nicht wissen, auf was für 12 Monate wir jetzt zusteuern, aber ich bin super positiv gestimmt und freue mich drauf so und ich werde natürlich meinen Teil dazu beitragen, so muss ich auch, da bin ich in der Pflicht und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, also da können wir so ein Resümee mal im Mai nächsten Jahres ziehen, ob das alles so geklappt hat. Aber dem, was Christoph gerade gesagt hat, du hast damals auch gesagt, du bist ein Fußballer, ein Spieler, der viel aus dem Bauch heraus entscheidet. So, wenn man dich auf dem Platz sieht, dann merkt man das auch. Inwiefern kann man heutzutage noch so viele Dinge aus dem Bauch heraus entscheiden wie noch vor 5 Jahren? Wir haben gerade eben viel über Nuri gesprochen, über taktische Abläufe, über die Dinge, die quasi sitzen müssen, über die Laufwege. Ist noch so viel Platz eigentlich für Bauchgefühl oder ist das tatsächlich auch etwas, was sich einfach in der Entwicklung des Fußballs in den letzten 6 Jahren verändert hat? Nee, also für mich
Und vielleicht sieht Nuri das ähnlich wie ich, aber für mich ist, wenn du das Spielfeld in 3 Dritteln unterteilst, dann ist das erste und das zweite Drittel ist das, was du mit dem Kopf machen musst. Da musst du intelligent sein, du musst viele Dinge entscheiden, also clevere und intelligente Entscheidungen treffen einfach. Und ab dem letzten Drittel, also wenn es Richtung Tor geht, dann, und gerade wenn die offensiven Spieler dann ins Spiel kommen, ist es für mich, hat es nichts mehr mit dem Kopf zu tun, sonst ist es Bauchentscheidung. So, ich habe ihn eben angesprochen, Jamie, wenn er für sich das Gefühl hat, ohne dass es vielleicht gerade in dem Moment Sinn macht, ins Dribbling zu gehen, er vernascht 4 Leute, dann ist das eine Bauchentscheidung, dann sollte er das tun. So, und wenn er sich dann verdribbelt, dann kriegen wir das als Kollektiv hin, ihm den Ball wieder zu erobern. Und wenn er die nächste Chance hat und es macht wieder Sinn, also klar, wenn jetzt da 10 Spieler vor ihm stehen, dann sollte er schon abkappen und wieder spielen. Aber wenn es einfach Sinn macht zu dribbeln, dann dribbel. So, und das sind einfach, ich glaube, dass wenn du anfängst, vom gegnerischen Tor verkopft zu wirken, dann wird das Tor wie blockiert sein. So, und so sehe ich das. Ich bin ja dann auch gerne im letzten Drittel und da kannst du schon einfach deiner Fantasie auch so ein bisschen, müssen wir auch so ein bisschen freien Lauf lassen. Und ich entscheide ja tatsächlich in meinem Leben auch außerhalb des Platzes eigentlich alles aus dem Bauch heraus. Nur halt, habe ich mir jetzt gesagt, im ersten und zweiten Drittel des Spielfeldes benutze ich meinen Kopf. Aber da du ja auch einer bist, der qua Position allein schon viel zwischen zweitem und dritten Drittel ja, unterwegs ist. Ja, ich bin so ein bisschen überall, deswegen muss ich immer switchen. Ja, genau, in welchem fühlst du dich wohler? Kann man gar nicht Kopfbauch. Ja, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen. Es gibt vielleicht auch mal eine Situation, wo ich im zweiten Drittel mich nach dem Bauch entscheiden werde. Hoffentlich geht das gut. Ich bin mir sicher, es im wird vorderen zweiten Drittel dann, ne? Ja, genau. Also so Mittellinie. Es wird gut gehen. Aber es ist, das hat aber auch was mit Reife zu tun. So, wir müssen verstehen, wann es Sinn macht, das schöne Spiel rausspielen, ne? Auch mal vielleicht riskante Pässe zu spielen, weil du dadurch einfach Räume aufreißt. Du lockst ja den Gegner aus mit sowas. Und wann es Sinn macht, auch mal, wir sind jetzt clever, wir schlagen einen langen Ball raus. So, und das sind einfach so die Momente, wo wir reifer auch werden müssen. Wo wir letztes Jahr extrem viele Probleme auch hatten, muss man ja einfach sagen, wo wir auf einmal Fehlpässe gehabt haben, wo Gegner auf unser Tor zulaufen oder im 3 gegen 2 auf uns zulaufen. Leipzig ist immer so ein ganz schweres Pflaster, wo das passiert. Da werde ich reifer, aber dann muss auch die Mannschaft dann reifer werden. Deswegen, aber auf jetzt deine Frage, ja, der Bauch muss eine Rolle spielen. Wenn er nur verkopft spielt, dann wird es irgendwann... Dann sieht das nicht mehr nach schönem Fußball aus. Aber passt auch, glaube ich, nicht zu dir. Dann kannst du hier Tippkick oder wie heißt das? Kicker. Ja. Dann kannst du das spielen. Oder? Wir kommen jetzt kommen wir auch ins letzte Drittel des Podcasts. Okay. Ab jetzt nur noch Bauchfragen. Nee. Aber so ein bisschen so eine Kurz- oder eine Schnellfragerunde. Welcher Spieler, glaubst du, wird beim BVB in dieser Saison alle positiv überraschen? Ich glaube an JBG. Wer wird unser Topscorer? Ihr wisst, dass ich halte mich gerne mich selber zurück. Deswegen nehme ich mich. Unsere Nummer 10. Ich nehme mir das vor, ja. Und wie viele Tore machst du dann? Ich habe ja nach wie vor eine innere Challenge mit mir und das habe ich ja letztes Jahr, das hat mich extrem aufgeregt, ich muss 10 Bundesliga-Tore mindestens machen. Das ist für mich so, da habe ich letztes Jahr schon eine große Fresse bei den Medien gehabt und overall könntest du jetzt sagen, ja waren ja 10, aber das ist nicht genug. Okay. Also, das ist für mich jetzt so mein selbst gestecktes Ziel. Auf welchen der beiden Aufsteiger freust du dich am meisten? Pauli oder Kiel? Oh, beide eigentlich. Also Pauli eigentlich so, weil, weiß nicht, ich finde es schön, einfach wieder noch in Hamburg zu spielen. Ich meine, ich finde beide halt geil, weil beide kommen aus dem Norden, finde ich irgendwie cool. Also,
Ja, für beide wird es quasi unmöglich sein, Karten im Auswärtsblock zu kriegen. Naja, ist so. Gegen wen würdest du in der Champions League vielleicht mal gerne spielen, weil du die noch nicht so kennst oder das Stadion noch nicht kennst? Das ist eine gute Frage. Oder gibt es da überhaupt solche Mannschaften überhaupt noch? Ja, ich habe jetzt in Madrid habe ich noch nie gespielt. Ist natürlich jetzt auch ein Brett, ne? Direkt mit Real zu kommen. Aber ich würde mich tatsächlich über Arsenal freuen. Okay. Echt Bock drauf. Habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Celtic hatten wir noch nicht. Celtic wäre cool. Da waren die Legenden gerade, war überragend. Stadion, Celtic wäre cool. Frankreich waren wir jetzt eigentlich nur in Paris. Monaco war ich in Leverkusen mal. Ja, also schauen wir einfach mal, oder? Okay. Was der Computer uns da auslöst. Okay. Und im Pokal? Keine Ahnung, vielleicht mal so ein Derby? Wäre das was? Hätte ich auch Bock drauf, ja. Ja, wäre auch cool. Ja, also ich glaube, würden alle auch nehmen. Definitiv. Ja, das ist ein guter Call, ja. Finde ich gut. Ist Co-Trainer Lukas Piszczek eigentlich, also wir haben schon über ihn gesprochen, aber jetzt nochmal als Schnellfrage. Ist Co-Trainer Lukas Piszczek im Umgang als Co-Trainer anders als Spieler? Ist schon identisch, aber ja, also bist als Co-Trainer immer noch mal ein Stück anders. Aber ich finde, es erinnert mich sehr, sehr viel von Co-Trainer Piszczek an den Spieler. So, er war schon damals, hat er viel geredet und damals war er auch sehr. Oh, Ja? ja? In der Kabine hat er geredet. In der Kabine dann. Ja, aber auch auf dem Platz. Okay, ja, bei uns war er immer sehr schweigsam. Aber Außerhalb des Platzes war das Sprechen dann tatsächlich so, das, was der anderen überlassen hat. Also eine Maske aufgezogen. Ist ja schön zu hören. Nee, also auf dem Platz habe ich den eigentlich immer so wahrgenommen, dass er schon viel geredet hat. Auch damals auch mit Schmelle und so. Und da hast du ja die ganzen Mats und Marco, das war halt schon nochmal ein bisschen anders. Gerade weil ich auch der jüngere Part dann war. In der Kabine, ich weiß nicht, wie er bei euch war, weiß ich das Ja, nicht. da müssen wir mit Luca schon mal sprechen. Also, Ja, allerdings. Das müssen wir aufarbeiten. Guter Hinweis. Nee, aber er ist jetzt, also das ist ja eigentlich das Thema, was wir eben besprochen haben mit dem Trainerteam, da ist er auch, das ist auch egal, wen er da anspricht, so, dann ist er, Kollege, du musst hier mehr machen. So, und dann sind das einfach Ansagen, die klar sind, wo jeder zu nicken hat und fertig. Ich weiß nicht, ob ihr bei Twitter oder X dieses Bild gesehen habt vom Laktattest vom Auftakt. Da ist Piszczek von unten so fotografiert worden, hat einer geschrieben, Mann, so wie der guckt, fange ich morgen auch gleich an zu trainieren. Ja. Nee, Piszczek hatte so das Talent, ob er das wollte oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, aber so Menschen mitzuziehen, die, gerade wenn du mit ihm in der Mannschaft warst, es war ja nicht nur bei mir so, sondern es war ja bei anderen auch so, wenn der vorne hat gesagt, so, wir sprinten jetzt rauf, wir pressen hier, und ist halt wie so eine Horde jeder mitgerannt. Und das ist, das haben entweder Spieler oder nicht, das kannst du auch nicht lernen. So. Und bei ihm ist das einfach so, weil da einfach der riesen Respekt vor dem, was er ist und was er war, da ist und was er geleistet hat, gerade auch in dem Verein. Hat er auch eine Aura, mein Freund. Wer macht jetzt eigentlich in der Kabine die Musik, wenn Jadon oder seit Jadon nicht mehr da ist? Sepp Aller ist gerade ein Kandidat, der vorprescht. Ich mag das ja, weil ich bin ja auch so, in mir drin steckt ja auch so ein kleiner Afrikaner. Ich finde die Musik extrem geil. Französischsprachige Musik, englische Musik, was läuft bei euch? Eigentlich alles, so ein bisschen, ja. Also, tatsächlich jetzt weniger Hip-Hop, das war auch mit Jadon so ein bisschen das Thema. Das haben wir jetzt, ist ein bisschen abgefallen gerade. Durchgespielt. Ja, Jadon war ja immer fit für was Neues, aber so Sepp bringt jetzt nochmal so ein bisschen, da müssen wir jetzt alle nochmal die Hüften ein bisschen ölen. Okay. Also, Hip-Hop kannst du mal so im Stehen machen, aber dabei sein musst du ein bisschen rauskommen, ja. Aber ist gut, ich mag Selbstmusik, mag ich sehr gerne. Müssen wir, glaube ich, Min häufiger mal in die Kabine schicken, habe ich gedacht. Damit er da wieder Vlogs machen Ja, kann, ja, oder? klar. Wenn du sagst, du musst die Hüfte ölen. Asienreise noch mal ganz kurz. Hast du von diesen vielen Geschenken, ich habe zum Beispiel diese überragenden Kissen für Schlotti und Karim gesehen, hast du irgendwas mit nach Hause genommen und dir ins Regal gestellt? Also der Schlotti sah ja frech aus, ne? Das war ja super liebes Kissen, aber ein Hals, schon krass. Ob ich was mitgenommen habe? Ja. Ich habe auch 1000 Geschenke bekommen. Sehr, sehr viel natürlich One-Piece-Kram. Ja. Ich
glaube, ich habe eine Statue, die es so gab, die habe ich, glaube ich, 7 Mal bekommen. Okay. Immer dieselbe, die sind aber gut weggegangen, weil wir hatten dann den Kindern von Joao ein paar mitgebracht und hatten 1, 2 Sachen noch auch aus den Universal Studios eingekauft. Also gab schon ein paar Sachen, die wir dann mitgenommen haben. Ja. Okay. Letzte Frage, wo gerade Olympia läuft im Fernsehen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Olympia du guckst, aber wenn du da mal so reinschaust, in Ja. welcher Sportart kannst du denn mit so ein bisschen Training Gold holen? Außer Fußball. Ja, das ist schwierig. Ich sehe mich eher am ehesten im Werfen irgendwo. Also ich habe nicht mehr viel mit vielen Sportarten was zu tun. Eher Speer, eher Diskus, eher Hammer? Ich glaube, ich wäre so Speer, wäre glaube ich so. Ich glaube, das kann ich. Da sind wir Deutschen auch ganz gut, Christoph. Ja, Ich glaube, da bin ich auch gut drin. Aber alles andere, ich wäre jetzt nicht so im Springen, ich jetzt nicht so, Laufen. Bogenschießen? Oh, Bogenschießen, das wäre auch geil, ja. Ich fand abgefahren, wie weit weg diese Scheibe ist. Aber wen ich ja ganz geil fand, das ging ja so ein bisschen in die Welt, war ja der türkische Sportkollege, der dann quasi einhändig geschossen hat. Da habe ich mich auch drin gesehen. Also es gibt ein paar Sachen, in denen ich mich sehe, wo ich aber nicht weiß, ob es dann so gut läuft. Aber so Leichtathletik ist, glaube ich, dann, also so rhythmische Sportgymnastik oder so bin ich raus. Das ist einfach nicht vereinbar. Da muss noch ein bisschen mehr Musik erst von Sepp Aller hören, bevor das So, dann, da muss ich erstmal ein bisschen Warm-up, aber so, ja, sowas hier mit Schießen und Werfen, ich glaube, das geht. Schießen, Bogenschießen und Speerwerfen, das nehmen wir mal mit und dann gucken wir mal, wann wir Jule wiedersehen. Ja. Und wo wir ihn wiedersehen. Für den nächsten Contest. Also ich habe irgendwann mal früher, das ist aber auch schon lange her, das habe ich mit irgendeiner U-Nationalmannschaft, glaube ich, mal gemacht, da haben wir Tontaubenschießen gemacht. Oh. Also Tontaube. Und da war ich da war ich wirklich gut drin. Da habe ich ein geschultes Auge, weißt du? Und im Bowlen wäre ich krass. wenn das auch irgendwann mal eine olympische Disziplin wird, kann ich auch gut. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, kein Problem.